Hallo und herzlich willkommen zurück in der Brickworld. Hier ist der Daniel und wir haben heute Update 43. Hello and welcome to the English-speaking fans. Make sure to activate the subtitles below so you can understand what I'm saying in the following video. So, heute geht es endlich in diese Richtung. Ja, ihr habt recht, wir werden heute am Bahnhof weiterbauen. Und zwar geht es heute endlich hier an die Glasfront und ein bisschen innen geht es auch weiter. Die Bestellung, die ursprüngliche Bestellung, die ich getätigt habe, ist übrigens immer noch nicht da. Aber meine Ersatzbestellung ist, ich glaube, gestern, das heißt am Montag, gekommen. Und ich habe tatsächlich alle Steine, die wir brauchen, um heute hier endlich am Bahnhof weiterzubauen. Wir bauen heute ungefähr etwas mehr als 1000 Steine in dem Bahnhof, wobei wir dann bei ungefähr 11.000 Steinen im aktuellen Baustand des Bahnhofs landen werden. Ansonsten zwei andere Dinge noch. Ich habe heute auch weitere Bestellungen bekommen, unter anderem dieses nette Päckchen. Das sind 1000 1x2er Tiles in Tan. Die brauchen wir unter anderem am Bahnhof, aber auch hier unten natürlich. Und so schnell ist man auch mal 60 Euro weniger reich. Ansonsten, ich habe hier etwas angefangen mit der Beleuchtung, ein paar Sachen zu testen. Wir haben letztes Mal hier vorne beleuchtet, hier oben am Gebäude der kleinen Polizeistation. Und ich werde in naher Zukunft das Ganze jetzt umbauen, dass die Beleuchtung jetzt über das normale Stromnetz läuft und nicht über Batterienboxen. Und das Ganze werde ich dann über USB machen. Das ist nämlich ganz praktisch, weil USB an sich ja 5 Volt Spannung hat. Und bisher lief die Spannung auf 4,5 Volt bei der Batterienbox. Und das Ganze funktioniert ganz gut. Das heißt, wir werden auch mit dem Thema Licht bald weiterbauen in der Stadt. Denn das große Ziel ist ja, dass alles beleuchtet ist irgendwann. Das heutige Video aus der Brickworld entstand mit freundlicher Unterstützung von Boni.tv. Dort gibt es kostenlose Gutscheine und Cashback für mehr als 2700 Online-Shops. Und kleiner Tipp am Rande, ihr findet dort auch den einen oder anderen Gutschein für Freunde von Klemmbausteinen. Vielen Dank nochmal. Und damit habe ich die ersten Schritte für das Modul hinter dem Eingangsportal jetzt erstmal abgeschlossen. Ich dachte, ich mache mal einen kleinen Zwischenupdate und ich stelle das Ganze hier, wir probieren es mal wieder live zu machen, mal an seinen zukünftigen Platz. Das heißt, wir gehen hier nach hinten, schieben das Ganze hier hinein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil das Ganze... Okay, ich sehe, wir haben ein kleines Problem, das ich nicht gedacht habe. Und zwar kriegen wir hier eine kleine Kollision. Das muss ich gleich noch lösen. Das heißt, wir machen nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen angepasst. Man sieht, dass der Übergang doch ein bisschen komplizierter ist, als ich ursprünglich dachte. Hier, als auch auf der anderen Seite, gehört eigentlich ein Brick, ein Slope, ein Inverted Slope, in eben Tan rein. Ich habe die aber gerade nicht da. Die sind aber lustigerweise auch schon bestellt. Die müssten also noch bald kommen. Vielleicht kommen die noch, bevor ich mit diesem Video fertig bin. Dann tausche ich sie aus. Ansonsten tausche ich sie eben im Nachhinein aus. Von vorne sieht das Ganze jetzt so aus. Nicht irritieren lassen, dass das Ganze hier ein bisschen sich verschiebt. Die Platte hier drückt sich immer noch nach oben. Aber wenn das Ganze dann später fixiert ist, sieht man, dass das Ganze gut zusammenpasst. Und ja, das ist dann jetzt der erste Schritt. Und ich baue jetzt weiter und dann schauen wir gleich, wie es aussieht. Und so sieht das neue Modul jetzt von vorne aus. Das ist jetzt hier alles ganz schön geregelt. Ich versuche es auch euch von da drüben zu zeigen. Da muss ich mich über den Tisch lehnen. Ja, scheint zu funktionieren. Wir sehen jetzt auch, die Lücke da hinten geschlossen ist. Und jetzt gehe ich nochmal außen herum in das zukünftige Innere des Bahnhofs. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt diese Wand hier hochgezogen habe. Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine abgeschlossene Wand. Hier drüben, das wird nicht Teil des heutigen Updates sein, nur die äußere Wand. Und jetzt sehen wir auch, dass ich hier angefangen habe, 2 Wände nach innen zu bauen. Die sind Teil des Eingangs, also der Glaswand, die dann hier hochgezogen werden. Und dort oben werden wir noch für innen auch einen schmalen Bogen, ähnlich den hier draußen haben.
Und ja, ich wollte ein kleines Update machen und das hier wird übrigens eine erste Zwischenwand. Das heißt, hier hinten haben wir dann unseren ersten Laden demnächst und hier kommt auch nochmal eine kleine Glaswand rein. Ja, soweit bis jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Und so sehen wir jetzt langsam, wie sich das Ganze schön entwickelt. Hier ist die Glasfront, von der ich sehr lange gesprochen habe. Die Idee dahinter ist, dass der Bahnhof ursprünglich offen nach innen war. Im Zuge der ganzen Modernisierungsmaßnahmen, die bis in die heutige Zeit passiert sind, hat man eben hier eine Glasfront eingezogen mit einer Tür, die noch kommen wird irgendwann dort unten, um das Ganze eben etwas, wie soll ich sagen, luftdichter zu machen, damit es eben nicht so hineinzieht in das eigentliche Bahnhofsgebäude. Und so sieht das Ganze dann von vorne aus, geht gleich noch ein bisschen weiter. Wir kriegen auch noch ein schönes Schild dahin, wir haben auch noch ein bisschen Fliesen dahinter. Also ich glaube, dass wir heute einen großen Schritt nach vorne machen, was den Bahnhof betrifft. Ich baue gleich weiter und dann schauen wir gleich nochmal, wie es aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Die eigentliche Glasfront ist fertig. Ich habe hier noch ein paar von diesen Bricks mit diesem Steinmuster oben drauf gesetzt, um eben die Kante zum Bogen außerhalb des Bahnhofs zu schließen. Hier kommt natürlich jetzt auch noch ein Bogen hin drauf, mit ungefähr der Breite, die wir eben hier noch haben, damit eben vor allem erstens der Übergang nach innen sehr schön gestaltet wird und wir auch das hier verdecken, weil wir haben ja hier die Glasfront, die ein bisschen in die eigentlichen Bogen außen läuft. Es sieht nicht so hübsch aus von hier aus gesehen, aber das werden wir dann verdecken. Und hier müssen noch ein paar Tiles hochgezogen werden und hier unten muss auch noch ein bisschen gefliest werden, damit der Übergang ein bisschen hübscher aussieht. Und ich überlege, ob ich jetzt diese Teile hier auch noch hochziehe, die innere Wand, damit es einfach hübscher aussieht. Dann muss ich schauen, ob ich alle Teile dafür da habe. Und ansonsten gehe ich jetzt nochmal außen herum, damit wir den ersten Blick auf die eigentliche Glasfront von außen werfen können. Ich muss mich mal hier ein bisschen rüber werfen auf den Tisch. So sieht's aus. Ich finde, es macht einen guten Eindruck. Ich habe hier diese weiße Fläche mit den 4×3 Tiles. Da kommt dann noch ein Schild hin. Und ja, ich denke, es macht einen guten Weg nach vorne. Ich baue weiter und wir sehen uns gleich nochmal. So, ich habe jetzt, ich zeige es euch mal, es ist ein bisschen fragil, den Bogen für innen vorbereitet. Es sind einige Teile, wie man sieht. Es lässt sich biegen. Und ja, ich werde jetzt versuchen, das hier einzusetzen, ohne dass es mir auseinanderfällt. Falls doch, cutte ich einfach und zeige es euch dann später nochmal. Wir müssen mal hier rein. So, das hat schon mal geklappt. Und auf der anderen Seite das gleiche Spiel. So. Hat tatsächlich funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen ausrichten. Und ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verbaut. Yep. Das heißt, wir machen doch mal einen kleinen Cut. Ich muss eine Kleinigkeit ändern und dann sehen wir gleich, wie es aussieht. Damit habe ich jetzt den Bogen angepasst. Es war ein Element, eine Stelle nach links gerutscht, wobei es eine Stelle weiter rechts hätte sein müssen. Dadurch konnte ich den Bogen nicht gerade anbringen. Aber so sieht jetzt der Bogen von innen aus. Ich gehe mal ein bisschen runter, wenn ich das schaffe. Wir sehen, dass sich das jetzt sehr schön mit dem Bogen außen verbindet, auch wenn der hier minimal höher ist, aber das macht nichts. Und ich finde, dass es hier als Erweiterung des äußeren Eingangsportals nach innen in die große Halle doch sich ganz gut macht. Hier vorne wird es übrigens dann irgendwann eine Etage tiefer gehen gleich. Wir werden hier Rolltreppen haben und eine normale Treppe. Das heißt, hier geht es demnächst bald runter. Irgendwann müssen wir hier durchschneiden, die Platte machen, aber das wird noch einige Zeit dauern. Aber ich finde auch, dass der Blick von hier nach draußen auf den bisherigen Bau des Bahnhofs auch wirklich gut aussieht. Es macht wirklich einen Unterschied, ob hier Glasscheiben drin sind oder nicht. Das glaubt man immer nicht. Und wir schauen jetzt gleich nochmal von außen. Das macht, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Aber es sieht ungefähr so aus. Mir gefällt's. Und wir müssen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten weitermachen. Unter anderem werde ich jetzt noch hier, soweit wie es hier gemacht ist mit den Plates, die erste Wand weiterziehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen fließen. Und damit ist unser Bahnhof für heute, denke ich, fertig. Wir haben jetzt hier nochmal das Fliesenmuster übernommen von außen, also das von hier drüben. Wenn ich gleich das Modul an die finale Stelle stelle, seht ihr auch, wie sich das dann zusammenfügt. Und hier drüben ist die Wand des ersten Geschäftes.
Und zwar eine Pizzeria, das Logo habe ich im Internet gefunden als Beispiellogo, fand ich ganz nett. Habe ich erstmal da als Aufkleber drauf gemacht. Noch 3 Minifiguren, damit es ein bisschen belebter aussieht. Und von außen haben wir jetzt noch ein Schild von der Union Brick Railroad, die eben diesen Bahnhof betreibt. Und jetzt mache ich nochmal ganz kurz einen kleinen Cut, weil mit einer Hand wird es ein bisschen schwierig. Ich stelle das Modul an die entsprechende Stelle, verbinde es ein bisschen und dann schauen wir uns gleich an, wie das Ganze final aussieht. Und damit steht das neue, angefangene Modul an seinem finalen Platz. Da die ganzen Steckverbindungen momentan noch nicht drin sind, habe ich hier und da ein paar Bausteine benutzt, um die eventuell in Form zu bringen. Die ganzen Technikpins kommen erst, wenn die Module auch wirklich fertig sind. Und es ist immer so eine Riesenarbeit, die auseinanderzunehmen während des Baus. Und ich gehe mal ein bisschen näher heran. Dann sehen wir jetzt zum ersten Mal den Eingang des Bahnhofs in seiner neuen vollen Pracht. Mit dem Schild, mit dem Eingangstor. Ich finde, es sieht auf jeden Fall super aus. Und ich gehe jetzt mal nach innen. Ich sehe, da hat sich gerade eine der Verbindungen gelöst. Ist nämlich doch ein bisschen alles unter Spannung und nicht sehr gut miteinander verbunden. Aber so sieht das Ganze jetzt von innen aus. Ich gehe mal ein bisschen hier näher heran. Jetzt sehen wir auch, dass das Fliesenmuster von außen sich mit dem von innen sehr gut verbindet. Ich habe hier die 2 Figuren, die rausgehen. Wir können hier mal einen Blick nach draußen werfen. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus, wenn man hier so rausschaut. Und ja, hier drüben dann der erste Laden, der seinen Weg in den Bahnhof finden wird. Eine kleine Pizzeria im Stil der Systemgastronomie, denke ich mal. Das heißt, wir werden hier das Fliesenmuster, habe ich hier schon mal angefangen, das wird sich hier noch durchziehen und ich denke, dass wir dann ungefähr hier auch wieder Schluss machen. Es wird nicht zu groß, der erste Laden, aber damit haben wir dann auch schon hinter den Scheiben hier, die wir ja schon einige Zeit gebaut haben, unseren ersten Laden. Man kann da jetzt schon ein bisschen reinschauen. Wenn das Ganze dann später noch beleuchtet ist, wird es sicherlich ganz, ganz toll aussehen, denke ich. Und ja, ich bin wirklich zufrieden mit dem, wie es weitergegangen ist. Endlich gab es ja endlich mal die Steine, die ich gebraucht habe. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie könnte es hier im Bahnhof weitergehen? Habt ihr irgendwelche Ideen für diesen Pizzaladen hier? Und ja, was soll ich sagen? Alles in die Kommentare, was ihr wollt. Und ja, was noch dazu gekommen ist, ich weiß, ja, es gab von Bevans Bricks einen YouTube-Kanal im englischsprachigen Raum. Ein kleines Video über mich und meine Stadt. Das war vorher schon abgesprochen. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe, glaube ich, seitdem das Video da ist, ungefähr 200 neue Abonnenten, ich nehme an, vor allem aus dem englischsprachigen Raum bekommen. Ich freue mich wirklich sehr über jeden, der dazugekommen ist und auf jeden, der noch dazukommen wird. Ich finde, es ist ein ganz schöner Start für all die Neuen heute. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber bauen. Ach ja, das 2500 Abonnenten-Special war ja eigentlich auch demnächst geplant. Es wäre ja jetzt dran, da wir schon bei über 2500 sind. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich noch nicht alle Steine da habe und ich nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt so schnell geht. Aber es ist auf der Liste. Ich weiß, was kommen wird. Ich verrate nichts, aber es kommt. Also zurück zum ursprünglichen. Viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Ich warte auf eure Kommentare. Und, ganz wichtig, bleibt gesund. Tschüss.